GangPL81 hat mich gefragt, ob ich nicht mal ein Video zur polnischen Kreditvergabe machen könnte und wie es aussieht, wenn man Gehalt aus Deutschland erhält und in Polen eine Immobilie kaufen möchte. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Falls du noch kein Abonnent von meinem Kanal bist, würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Dann wirst du auch immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Schon mal vielen Dank für deine Unterstützung. Bevor wir jetzt tiefer auf das Thema eingehen, muss ich noch einen kleinen Disclaimer loswerden. Und zwar bin ich weder Rechtsberater noch Finanzberater oder ähnliches. Alles, was ich heute wiedergebe, habe ich selber recherchiert und die Links dazu packe ich euch selbstverständlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr euch das auch nochmal alles selber durchlesen. Wenn ihr in Polen lebt und arbeitet und einen Kredit bei einer Bank haben wollt, geht das in der Regel sehr schnell. Ihr müsst nur einen Arbeitsvertrag haben, einen unbefristeten Arbeitsvertrag, den man in Polen meistens schon nach 3 Monaten kriegt. Geht damit zur Bank und die Bank rechnet euch eure Kreditwürdigkeit aus. Wenn ihr aber einen Kredit haben wollt und im Ausland arbeitet bzw. in einer Fremdwährung verdient, heißt also sprich alles, was nicht der Zloty ist, sieht die ganze Situation schon ein bisschen komplizierter aus. Die Bank hat das Recht, einen Arbeitsnachweis von bis zu 24 Monate zu verlangen. Genau das gleiche gilt auch für den Einkommensnachweis. Es gibt auch Banken, die zum Beispiel nur 6 oder 12 Monate verlangen. Das hängt aber ganz von der Bank ab. Hinzu kommt auch, dass ihr eine Steuererklärung einreicht aus dem Land, wo ihr tätig seid, und auch eine Kredithistorie bzw. einen Bericht, Moment, ich habe mir das aufgeschrieben, Bericht des ausländischen Kreditinformationsbüro. Der größte und eigentlich wichtigste Teil, der aussagt, ob ihr kreditwürdig seid, hängt eigentlich mit der Beschäftigungsart bzw. mit dem Einkommen zusammen, welches ihr im Ausland erzielt. Die meisten Banken akzeptieren nur Einkünfte, die auf Grundlage eines Arbeitsvertrages basieren. Das heißt, wenn ihr selbstständig seid, könntet ihr Probleme haben, in Polen einen Kredit zu kriegen. Das war jetzt der formelle Teil der ganzen Sache. Selbstverständlich kann die Bank auch noch von euch eine Registrierung in Polen verlangen, sowie eine Übersetzung von einem staatlich anerkannten Dolmetscher, wenn die Papiere nicht auf Polnisch oder zumindest auf Englisch sind. Kommen wir aber jetzt zu den Konditionen, die ihr kriegen könntet, wenn ihr den ganzen Papierkram vorher erledigt habt. Vorher müsst ihr aber auch wissen, dass ihr nur den Kredit kriegen könnt in der Währung, in welcher ihr auch verdient. Das heißt, wenn ihr im Ausland arbeitet und in Euro verdient, könnt ihr auch nur einen Euro-Kredit kriegen. Deswegen werden auch die Konditionen wesentlich schlechter sein, als wenn ihr zum Beispiel jetzt in Zloty verdient. Wenn ihr in Polen einen Immobilienkredit haben möchtet, braucht ihr ein Eigenkapital von mindestens 10%. Zumindest ist das mein heutiger Wissensstandpunkt. Wenn ihr aber Einkünfte aus dem Ausland bezieht, braucht ihr ein Eigenkapital von mindestens 40%. Und in diesem Fall muss auch ganz klar ersichtlich sein, von wo diese 40% stammen. Habt ihr keine Nachweise dafür, kann die Bank euch den Immobilienkredit verwehren. Auch bei der Darlehenslaufzeit gibt es da Unterschiede. Während man in Polen eine Darlehenslaufzeit von bis zu 30 Jahre kriegen kann, sieht das Ganze ein bisschen anders aus, wenn ihr aus dem Ausland Einkünfte bezieht. Es gibt aber einen Trick, um das Ganze zu umgehen. Und zwar könnt ihr gemeinsam mit jemandem einen Immobilienkredit aufnehmen, der auch in Zloty verdient. Der Nachteil wird dann aber sein, dass ihr natürlich eine geringere Kreditwürdigkeit habt, als wenn ihr jetzt den Kredit selber nehmen würdet. Und jetzt noch ein kleiner Warnhinweis für die Leute, die wirklich mit dem Gedanken spielen, sich in Polen einen Kredit zu nehmen. Denn hier gibt es auch noch einen ganz großen Unterschied im Gegensatz zu Deutschland. Und zwar sind das hier in Polen die Stopa procentowa oder auf Deutsch ist das der Kreditzinssatz. Während man in Deutschland einen festen Kreditzinssatz bei der Unterschrift hat, für die Laufzeit, die man unterschreibt, hat man hier in Polen einen variablen Kreditzinssatz bzw. die Stopa procentowa. In der Praxis sieht das dann so aus. Wenn ihr in Deutschland einen Kredit nimmt für die nächsten 20 Jahre zu einem Zinssatz von zum Beispiel
1% zahlt ihr das die nächsten 20 Jahre. Wenn ihr in Polen einen Kredit für die nächsten 20 Jahre zu einem Zinssatz von 1% nimmt, habt ihr aber unten auch noch in der Klausel stehen und ihr unterschreibt das auch alles und das ist alles rechtens, dass der Zinssatz sich auf 15% erhöhen kann. Es sieht sogar derzeit so aus, und das ist gerade wirklich der Fall hier in Polen, dass Leute, die vor 2 Jahren einen Kredit genommen haben, zu einem Zinssatz von 1,6% circa und eine Rate von 1000 Zloty haben, jetzt eine Rate von circa 2000 Zloty haben, weil der Kreditzinssatz auf fast 7% gestiegen ist. Wenn ihr in dieser Situation seid und unbedingt einen Kredit für eine Immobilie in Polen braucht, würde es jetzt für dieses konkrete Beispiel mehr Sinn machen, sich in Deutschland einen freien Kredit zu nehmen, da dort die Bedingungen und Prozente wesentlich besser sind. Das muss aber immer noch im Endeffekt jeder für sich selbst entscheiden, da jeder in einer anderen Situation ist und jede Situation individuell ist. Ich hoffe, dass dir diese Informationen zu diesem Thema weitergeholfen haben. Falls ja, würde ich mich wirklich über ein Like freuen. In diesem Sinne danke ich dir wirklich vom ganzen Herzen, dass du dir mein Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!